attention to every choice that truly reminded me of the original's frantic decision-making moments. And you can't just mash square. Part of that is because filling up an enemy's stagger gauge will make them take extra damage for a time. We've seen that in games before, but the clever twist here is that every enemy staggers in a different way. Learning those differences kept combat fresh the whole way. 25. Jubiläum Final Fantasy VII Stream. Epic multi-phase boss fights are so incredible too. These powerful enemies push you to learn tricky patterns, and the way they seamlessly blend in cinematics always put a smile on my face. Final Fantasy VII Remake Part 2 wäre natürlich geil. You have a massive amount of flexibility in your party management thanks to role-defining materia orbs and upgradable weapons. Materia can be slotted into any character's equipment to give them spells and buffs. That's important since your active team of 3 is entirely determined by where you are in the story. I just wish I didn't have to keep reslotting my best materia every time my party shifted. Thanks anyway. You have a massive amount of flexibility. Weapon upgrading also had me digging through menus too much, but it's such a cool new system that I didn't mind. New weapons are rare, but they upgrade as you level to keep them relevant. I found myself frequently switching weapons as my materia builds and party changed, but even Cloud's signature starting weapon, the Buster Sword, remained a solid option. Rather poetically, it ended up being my favorite weapon by the end. Wir schauen hier noch 5 Minuten von IGN den Stream. Und dann werden wir bei Square Enix auf dem YouTube The visual variety of Midgar's levels is fairly impressive, ranging from dirty slums to industrial Shinra facilities. That said, the level design itself is serviceable but simplistic. The combat is always a blast, and that keeps momentum high, but there's not much else to think about beyond some simple puzzles and lightly hidden items. That makes the areas you're asked to retread for side quests a repetitive drag. Generally speaking though, I love that this brief section of a much larger RPG has been fleshed out with real character development and a more robust story. Okay, I get it. Mind letting me breathe? Depends. I loved learning more about Jesse, Biggs, and Wedge, and seeing lively neighborhoods full of people. One excellent new mission has you wrestling with the decision to turn off the giant sun lamps that provide light to Midgar's slums to progress, giving more direct weight to your group's actions. What I didn't love, however, was when this remake clearly decided it just needed more stuff to pad out its length, regardless of quality. The dullest of these by far are when Cloud is asked to do odd jobs around Midgar's slums. Suddenly, you're faced with bottom-of-the-barrel JRPG tropes that belittle the high-stakes events around them. A shopkeeper literally asks you to kill some rats. Then there's a little girl who can't find her kitty cats. Seriously? Das mit den Katzen war nervig auf jeden Fall. There are plenty more, and sure you could skip these side quests, but that'll mean you miss out on Ging nicht lang extremely genug, valuable fand ich, items so and dass man unlocks, nervig and wurde. can even influence later scenes in subtle ways. What exactly is Aber it es ist you're auf jeden trying Fall to say, Petting, huh? das stimmt We schon. need people who can follow orders too. This pointless filler isn't always reserved to just side quests either. A handful of the new main missions similarly push you through events that feel totally irrelevant. They can be amusing diversions, but if you could somehow skip a few of them entirely, you probably wouldn't even notice. Square Enix has generally done a great job of making this originally brief Midgar section feel like a bigger story, and showing things like Cloud's cold, Merc heart warm over time gives vital character development to a part that didn't have much in 1997. But it also raises tons of unanswered questions. Some of those are clear nods for longtime fans that will be incomprehensible to anyone else. But a lot of the totally new stuff is convoluted and confusing regardless. The way its characters wantonly spout new nonsense, it just expects you to roll with towards the end of the story can only be described as some Kingdom Hearts BS. And I say that as a Kingdom Hearts fan. Ultimately, I would have liked a more satisfying conclusion to this story, and a better jumping off point for its eventual sequel. Thankfully, reaching the credits does unlock a hard mode and a chapter select, allowing you to easily return to any area with your current equipment. Filler or not, I do plan on diving back in to tie up some loose ends, or just throw some darts. Dive.
Seeing this snippet of a story fleshed out with the previously hidden humanity behind Midgar filled me with pure joy. The dull RPG filler and convoluted new plot points that accompany that did stop my ear-to-ear grin from being constant, but never long enough to kill the mood completely. This remake still delivered on letting me relive part of a classic in stupendous fashion, while also standing as a great RPG all its own. Be sure to head over to IGN.com and read our full written review Okay, of eine Final Minute, Fantasy Leute. VII Remake. Eine Also be sure to Minute. check out some Macht menu euch bereit. cutscenes compared to the original, or watch the first 15 minutes of gameplay. And for everything else, keep it right here on IGN. Can you believe it? I don't think anyone saw this coming! Noch 30 Sekunden. Dann würden wir rübergehen, würde ich sagen. Mal rüber. Let's go. Sekunden. Remake Part 2 wäre natürlich hoffenswert. Crisis Core Remake wäre auch interessant. Ich habe Crisis Core selber nicht gespielt. Deswegen weiß ich nicht. Wäre nett, ja. Let's go. Und hier nochmal 2 Minuten warten. Okay. Dann warten wir halt 2 Minuten. Ja. Geben Sie uns zuerst Final Fantasy First Soldier Updates. Ja, mal schauen. Wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Nur mehr auf 1 Minute gleich. 1 Minute, Leute, 1 Minute. Bis zu Remake Part 2, schnallt euch an. Es wird heiß. Und im Endeffekt kriegen wir kein Remake Part 2, sondern nur Crisis Core Remake und irgendwelche Updates zu Ever Crisis. Das wär's. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sie, wenn wirklich hochkommt, dann werden sie am Ende vielleicht Part 2 ankündigen mit einem Trailer. Ich hoffe es mal. Weil Part 2 soll ja jetzt Open World werden, das wäre so. Ever Crisis sieht auch ganz geil aus. Ich weiß nicht. Dieses episodische Mobile Game, wo man immer zahlen muss, das packt mich jetzt persönlich nicht so. Oh Gott, es geht los. Oh guys.
25 Jahre Final Fantasy 7. Das muss ich mal vorstellen eigentlich. Wie lange das schon geht. Im Endeffekt kriegen wir nur diesen kurzen Ausschnitt hier. War's dann. Danke für die Celebration, aber ihr könnt jetzt gehen. Man hätte es gedauert. So, es ist Gongaga Time. Let's go. Cloud, let us defy destiny together. Oh, Remake Part 1. Drop plate number 7. You're gonna do what? What the? Remake Part 1. Aber diesmal. This will be a memory to cherish for the rest of your lives. What have you done? Remake Part 1 für PS6. They deserve what's coming to them. Yeah, but I'm not your sister. Now, let the hunt begin. Surrender to the darkness. Embrace it. Es ist Part 1 für PC, also Steam. Ja. Ab heute. Okay. 皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー7 25周年放送ファイナルファンタジー7 25th アニバーサリーセレブレーションの案内役を務めます北瀬義則です。この放送では FF7 に関連したさまざまな情報をお届けしていきます。短い時間ではありますが、皆様にお伝えしたい最新情報がたくさんありますので、ぜひ最後までお付き合いください。最初にご覧いただいたのはファイナルファンタジー7リメイクインターグレードの Steam 版の配信決定のお知らせでした。Steam ユーザーの皆さん、お待たせいたしました。ついにこの日がやってまいりました。プレイステーション4版ファイナルファンタジー7リメイクはおかげさまで皆様に大変高い評価をいただきました。昨年はプレイステーション5版、そして PC 向けにはファイナルファンタジー7リメイクインターグレードをエピックゲームストアで発売いたしました。この度 Steam でリリースすることでさらに多くのプレイヤーの皆さんに楽しんでいただきたいと考えております。またファイナルファンタジー7リメイクインターグレードはすでに一部地域で発売されている Steam デックにも対応いたします。Steam デックなら場所を選ばず気軽に本作をお楽しみいただけます。さて続いては FF7 25周年に関連した情報をご覧ください。Details. Ja, Merchandise Music ist immer gut. Eine Buster Sword Cloak. Wie geil. Static Arts. Gibt uns tiefer in der Jacko-Pose. Das ist es, was wir echt möchten. Tiefer in der Jacko-Pose. Das. Achso, Compilation. Das könnte man sich gönnen auf jeden Fall. FF7 25周年ファンの皆様と楽しめるようさまざまな試みを準備しております。楽しみにお待ちください。
それでは FF7 モバイルタイトルの情報を続けて Ja, ご ich 覧くだ wusste es さ doch, い die Mobile Games kommen zuerst. First Soldier. Ja. War doch klar. Als ob ich's gecallt hätte, dass sie die Mobile Games zuerst bringen und dann den ganzen guten Scheiß dann. Ich meine, ich kann dazu nichts sagen, ich habe First Soldier selber nicht gespielt. Keine Ahnung. Ich fühle es einfach nicht. Es hilft auch nicht, dass das Spiel teilweise wie IS aussieht. Oh naja. Season 3 jetzt schon. Gibt's noch für Mobile Game? Weil sie haben gesagt Mobile Games. Ach so, jetzt kommt Ever Crisis. Ja. Bin ich der Einzige, der das fand, dass vorher besser aussah im ersten Trailer? Oder irgendwie jetzt? Keine Ahnung. I don't know. Ja, die Battle Cutscenes sehen immer noch gut aus, aber irgendwie der Overworld und so hat sich ziemlich stark verändert. Na, wem's gefällt. Die Outfits sehen aber gut aus. Nicht schon wieder Nibelheim. Ist auch ein Date dazu? 2022. 現在配信中のファイナルファンタジー7ザ・ファーストソルジャーの新情報とファイナルファンタジー7エバークライシスの最新映像をお届けいたしました。続いてはこちらをご覧ください。 FF7 ファンの皆様にはきっと喜んでいただける情報になる Jetzt の kommt ではない Remake でしょう Part か。 2 oder Ding もちろ oder ん Crisis Core. 私自身も非常に楽しみにしております。 Aber es sind FF7-Fans also. Ja, es ist Crisis Core. Boy, oh boy. The price of freedom is steep. Crisis Core Remake. Zach speaking. Making progress, Zach? And Geo. I can cut loose, right? Within reason. It's showtime! Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. You know, I've never actually seen you use that. Gaga. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear, and rust, and that's a real waste. Yeah.
Ja, wird mal interessant, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Wenn ich die Zeit dazu habe mal. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project G. Project Genesis. Settle down. Zack the puppy. What do you know? Shit, lapdogs! Ja. Crisis Core Fans rejoice. Das Remake ist endlich da. Heaven? Not quite. It's a church. By the way, what is your dream? To become first? Is it? No, to become a hero. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. As soldier! Come and get it! Reunion. Im Winter schon. Sate, 次の映像が最後の情報です。 Jetzt kommt FS7 Part それで 2 はどうぞご覧ください。 Remake. Let's go. Das ist das, worauf wir gewartet haben. What we've done, that's set in stone. The past is forever. But the future, even if it has been, can be changed. Es ist soweit. So focus on the future, not the past. Es ist soweit. FS7 Remake Part 2. He wants to reclaim his birthright and rule over the planet with Es sieht so Genova at gut his aus. side. I saw you lying there. I figured it was too late. Wait, what are you implying? That I died? That I'm some kind of imposter? Der Imposter ist sass, Alter. You were here with me 5 years ago. Where are you? What happened to you? I'm trying so hard to find you. Ah, heftig wäre es, wenn sie uns jetzt sagen, dass 2022 noch was kommt. Part 2. Rebirth. Nächsten Winter, okay. プロジェクトの第2作目にあたるファイナルファンタジー7リバースを発表させていただきました。現在チーム一丸となって鋭意制作中です。そしてリメイクプロジェクトの Also Final 発表時 Fantasy から複 7, das 数作 erste に ist わたって Remake, das 展開す zweite ることを heißt お伝えしておりま Rebirth. したが、ファイナルファンタジー7リメイク、 Okay. ファイナルファンタジー7リバース、 Und One Final. そしてその先のもう一作の全3部作 Okay, で also 完結 sind す wir る jetzt こと schon を bei der お Hälfte. 知らせいたします。 Dann nächsten Winter. まずはファイナルファンタジー7リバースを楽しみにしていただき、 Okay. ぜひ本プロジェクトの完結までお付き合いいただければと思います。 Aber 25 gut, 周 dass sie 年 es の endlich mal それ aufgeklärt 以降 haben, も dass es 3皆 Teile 様に werden. お楽しみいただけるようチーム一同 Das war ja lange 尽 Zeit 力し nicht てまいりま klar, す。 ob es 本日 jetzt は 3 お付き合 Teile いいた sind だきま oder してありがとうご 4 ざいま oder した。 so. Jetzt wird es noch aufgeklärt, dass 4 sind. Final Fantasy 7 Remake, Rebirth und dann noch was anderes. Der Finaltitel. Reunion. Ja, ich weiß nicht, hat mich jetzt nicht so umgehauen, muss ich sagen. Also, weiß nicht, ich bin halt kein großer Crisis Core Fan, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Und Ever Crisis hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, wie ich dachte. First Soldier sowieso nicht. Das einzig Gute waren diese 1-Minuten-Clip oder 2-Minuten-Clip, den sie von FS7 Part 2 gezeigt haben. Sure. それでは Good. Mein Ding sieht gut aus, Ever Crisis. Seen you use. Mein Ding sieht so komisch aus. Seen you use.
I don't know. Sieht halt so empty aus irgendwie. Als ob hier nichts in der Welt ist irgendwie. Als ob hier nur die Gegner sind und Zack, aber keine Ahnung. Project Aber das Ding sieht gut aus. It has started. Diese paar Sekunden Open World Footage, weil man sieht es ja auch hier oben an diesem Nordost, West Ding. Kompass, genau. Sieht man es ja auch, dass es Open He World wants to ist. reclaim his birthright and rule over the planet. Und das. I don't know, wo das sein könnte. Es kann irgendein Final Fantasy VII Hardcore-Fan besser beantworten als ich, wo das sein sollte hier. With Genova at his side. Aber da man hier mit Sephiroth unterwegs ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich während dem Nibelheim-Flashback. Mal schauen. Aber es ist nur mehr PS5. I saw you lying there. I figured it was too late. Wait, what are you implying? That I died? That I'm some kind of imposter? Das hier. Keine Ahnung. Kommt mir nicht bekannt vor. Hat das Original auch lange nicht mehr gespielt von FS7 5 years Remake. ago. Where are you? Aber die Richtung, in die sie gehen, ist sehr interessant. Im Remake. にわたって Also 3 Teile wird es をお geben, 伝え das し wissen wir て schon おり mal. ます。 Remake, Rebirth und den dritten Teil, der noch umbenannt ist. Nächsten Winter kommt er also raus. Also kriegen wir nächstes Jahr 2 große FF-Titel. Nämlich 16, den nächsten Mainline-Titel, und FF7 Rebirth im Winter dann. Nächstes Jahr wird dann heftig. Sonst noch irgendwas? Eigentlich sonst. Das Merchandise war ganz cool am Anfang. Naja. War ganz gut. Zum Glück haben wir jetzt mal was zu FF7 Remake Part 2 bekommen, endlich. Das war gut. Ich bedanke mich mal für Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, was auch immer ich mache.